Hallo Welt, hier ist Franconia und Western und wir schauen heute mal, wie gewünscht, über den großen Teich. Es geht los mit der UP 1979 von Athearn. Kurz zum Vorbild. Die EMD SD70-Familie wird seit 1992 gebaut, das Original zur hier vorliegenden SD70M von 1992 bis 2004. Sie unterscheidet sich von der SD70 vor allem durch ein anderes Kabinendesign und ist bis dato immer noch die erfolgreichste Variante. Mehr als 1500 wurden gebaut und allein die Union Pacific hat davon 1452. Loks für besondere Anlässe ein eigenes Farbkleid zu spendieren hat in den USA mittlerweile eine lange Tradition. Angefangen hat das alles mit den sogenannten Heritage Units, die Union Pacific in den Farben der Bahngesellschaft lackiert hat, die in UP aufgegangen sind. Dafür hat man aber jeweils eine SD70 ACE verwendet. Andere Bahngesellschaften sind auf den Zug aufgesprungen. Ganz neu ist die CSX dabei mit einem sehr aufwendigen Design, wo das aktuelle Erscheinungsbild quasi fließend in einem Farbverlauf in das der ehemaligen Bahngesellschaft übergeht. Vorher haben CSX und Norfolk Southern aber auch schon Maschinen in Dienst gestellt, die quasi als Dankeschreiben für die Arbeit von Polizei, Militär und Feuerwehr über die Gleise rollen. Für seine Employee Resource Groups, kurz ERG, hat Union Pacific dann schließlich eine der 1452 SD70M in 2021 umgestalten lassen. ERGs musste ich auch erst nachlesen, weil das ist irgendwie so ein Ami-Ding, das wir hier eigentlich gar nicht kennen, oder ich kenne es nicht, weil ich noch nie in der Firma gearbeitet habe, die mehr als 50 Mitarbeiter hatte, sind von Mitarbeitern geleitete Gruppen, die das Ziel haben, einen vielfältigen, integrativen Arbeitsplatz für alle zu schaffen. Also quasi eine Community, die dafür sorgt, dass man morgens gerne auf die Arbeit geht. Dabei teilen die Mitglieder in der Regel ein bestimmtes Merkmal, also beispielsweise Geschlecht, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit oder die Tatsache, dass es sich um Veteranen handelt. Union Pacific hat 9 dieser ERGs, die erste wurde 1979 gegründet, das Black Employee Network, kurz BEN, was erklärt, warum die Maschine diese Lognummer bekommen hat. Jede ERG hat eine andere Farbe, die im Buchstaben 1 zu sehen sind. Vom Design her will man also vermutlich sagen, dass aus vielen kleinen Teilen ein großes Ganzes wird. Also anders als beim M der Mainzer Stadtwerke, das hat sich einfach in Marketing-Fuzzi ausgedacht. Bunt ist ja nach Orange meine Lieblingsfarbe und deshalb musste die Lok natürlich hier unbedingt einziehen. Womit wir beim Modell wären und wir starten mit dem Unboxing. Wir schauen mal rein in den Karton, der hier schon vor uns liegt. Athearn Genesis, 75 Jahre Jubiläumsverpackung mit der Goldprägung hier auf dem Deckel und teilweise auch auf den Seiten, und das Dunkelblau als Grundfarbe lässt die Verpackung sehr, sehr edel wirken. Wir haben drin eine Explosionszeichnung der Lokomotive. Hier ein Garantiezettel und ein bisschen Werbung für Athearn. Dann kommt hier, wie man das also kennt, so ein Schaumstoffaufleger und dann haben wir die Lok hier vor uns liegen. Ich hatte ihn natürlich schon mal draußen, deshalb sieht das hier ein bisschen unordentlicher aus, als wenn die Fabrik neu eingepackt wäre. Ich habe da nicht so das Händchen dafür. Und da sehen wir schon auch oben vielfarbig bedruckt diese Lok. Hier unten sind zwei so Plastikeinsätze drin, auf denen die Drehgestelle aufsetzen. Und dann haben wir das gute Stück vor uns, die üblichen Schaumstoffpolster, um die Geländer zu schützen. Machen wir
auch noch gerade weg. Und dann ist hier die Lok komplett ausgepackt. Und die nehmen wir jetzt mal mit rüber, mit aufs Fotodiorama und gucken sie uns im Detail an. Die Lok ist übrigens nicht komplett zugerüstet. Hier in diesem Einschnitt befindet sich tatsächlich ein Tütchen. Und in diesem Tütchen, ich lege mal was unter, damit man es überhaupt sieht, sind 4, ich würde mal sagen, Liftrings drin, wie sie hier zum Beispiel an dieser Stelle schon montiert sind. Oder auch hier vorne müssen auch noch welche sein. Ne, da sind keine. Also hier sind auf jeden Fall welche montiert, die sind aber einen Ticken größer. Ich habe keine Ahnung, für was die 4 sind, die hier beiliegen. Erhellende Antworten gerne in die Kommentare. So, alles da und damit kann es hier losgehen. Unsere Union Pacific 1979 in der One-Lackierung sitzt auf dem Gleis. Ich muss hier gerade noch an der Zentrale die Adresse 3 auswählen. Das ist ja eines der 2 Dinge, auf die sich irgendwie alle Hersteller von DTC-Decodern irgendwie dann doch einigen konnten, dass ein neuer Decoder immer die Adresse 3 hat und dass auf F0 das Licht ist. Alles andere macht jeder ein bisschen anders und ich habe die hier aktuell noch auf Stopp und ich mache jetzt mal den Stopp raus. Und wir hören sofort, geht der Motorsound los. Und der ist auch von der Lautstärke her nicht von schlechten Eltern. Ich mache jetzt mal den zweiten gemeinsamen Standard. Das ist tatsächlich F0 für das Licht. Und das war's dann auch mit den Gemeinsamkeiten bei den Herstellern von Decodern. Da drin ist jetzt ein Soundtracks Tsunami 2. Ich mache um die Dinger ja eigentlich immer einen Bogen. Nur wenn sich's gar nicht vermeiden lässt, dann hole ich mir einen. Und ich weiß schon warum, weil ich kann den Motor aktuell zwar ausmachen, aber dann gehen auch alle anderen Soundfunktionen nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wer das für eine gute Idee gehalten hat. Deshalb machen wir jetzt erstmal die Ditchlights an. Die sind hier auf F5. Auf F7 könnte man noch das obere Spitzenlicht dimmen. Was gar nicht anzumachen ist, sind leider die Numberboards. Das ist sehr enttäuschend. F6 wäre eine zweite Lichtfunktion laut Belegung, aber da tut sich einfach nichts. Und dann ist er halt mit entsprechend Sounds ausgestattet, der Decoder. Ich mache jetzt mal den Motor wieder an. Also man hört es auch, das ist kein An-Aus, das ist einfach nur ein Mute. Das ist an Schwachsinn kaum zu überbieten. F1 wäre die Glocke. Die hört man, so laut ist der Motor tatsächlich im Idle fast nicht. F2 das Horn. Und das macht richtig Wumms hier. Also insgesamt ist der Decoder sehr laut eingestellt. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie mit der Brechstange ein bisschen leiser kriege. F3 wäre dann noch das kurze Horn und wir fahren jetzt mal los. Das ist jetzt Speed Step 1. Die Lok überzeugt von der Optik her absolut. Die Drucke sind klar, selbst kleine Schriften gut lesbar und Farbkanten trennscharf. Ebenso sind die Fahreigenschaften auf dem aktuellen Stand der Technik, auch wenn die Konfiguration von diesem Tsunami-Decoder völlig gaga ist. Aber man sieht dem Modell sein Alter durchaus an. In meinem Bestand befindet sich ja unter anderem auch eine der Heritage-Maschinen, die UP1983 in den Farben der Western Pacific. Die habe ich 2013 bei meinem letzten USA-Aufenthalt in Kanada gekauft.
Das heißt, die Grundform hat schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel, was man zum Beispiel an den nicht durchbrochenen Kettengliedern vorne und hinten oder den hinteren seitlichen Lüftergittern, die ebenfalls nicht durchbrochen sind, erkennen kann. Auch die Lüftergitter auf dem Dach sind, obwohl durchbrochen, nach heutigem Stand der Technik eher grob ausgeführt. Aber damals wie heute erhält man für 335 US-Dollar ein Soundmodell, das wirklich ready to roll ist, das man also aus der Packung nehmen und direkt losfahren kann, ohne den Eindruck zu haben, dass da noch irgendwas montiert werden müsste, da wirklich alles, Geländer, Griffe, Schläuche, Liftrings, werksseitig bereits angesetzt ist. Zum Vergleich, die BR 143 der EBS von Rocco kostet Liste 360 Euro, ist damit knapp 15 Euro billiger als die SD70M, aber man erhält halt einen Bausatz, für dessen Fertigstellung ich über eine Stunde gebraucht habe und aufgrund schlecht passender Anbauteile mir auch noch gleich 2 Kratzer in die Lackierung gemacht habe. Ich frage mich da immer, wie die Amis das hinbekommen, dass bei denen zum fast gleichen Preis einfach alles dran ist und manche Europäer schaffen es halt einfach nicht. Wollen die nicht oder können die nicht? Und mit dieser Frage verabschiede ich euch in den Tag, den Abend oder die Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Im Anschluss gibt es gleich noch ein paar Detailaufnahmen, auch wenn jetzt, wo Signale und Oberleitungsmasten auf dem Fotodiorama stehen, ein amerikanisches Modell da zumindest komisch drauf aussieht. Und als nächstes werfen wir einen Blick auf die Scale Drains GEAC 4400CW und wie sich ein aktuelles Modell von diesem Form-Oldie unterscheidet. Bis dahin habe ich möglicherweise auch rausgefunden, wie sich die Lok wirklich ausspricht.